Hast du jemals das Gefühl gehabt, dass dein Leben einfach nicht so läuft, wie du es dir vorgestellt hast? Dass du eigentlich bereit bist für den nächsten Schritt, aber es einfach nicht passiert? Vielleicht fragst du dich, warum du immer noch Single bist, obwohl du bereit bist für eine Beziehung. Vielleicht wartest du auf den richtigen Job, die richtige Gelegenheit, aber es kommt einfach nichts. Oder du fragst dich, Gott, warum segnest du alle anderen, nur mich nicht? Wenn du jemals so gedacht hast, dann lass mich dir sagen, vertraue weiter auf Gott. Und heute soll es genau darüber gehen, warum Gottes Timing immer Sinn macht, auch wenn es sich gerade nicht danach anfühlt. Hey ihr Lieben, willkommen zurück auf meinen Channel. Heute reden wir über ein Thema, das mir schon letztes Jahr sehr am Herzen lag, und zwar Gottes Timing vertrauen. Denn so oft führe ich Gespräche, in denen Personen unzufrieden sind, während sie gerade in einer Wartezeit sind, und sie fragen sich, warum passiert XY noch nicht in meinem Leben, und vielleicht geht es dir genauso, vielleicht wartest du auf eine Beziehung, eine Karrierechance oder eine andere Veränderung, und es fühlt sich so an, als würde Gott dich übersehen. Und ich hoffe, dass du mindestens eine Sache aus diesem Video heute mitnimmst, und zwar, dass Gott souverän ist und er dich auf jeden Fall nicht übersieht. In der Vorbereitung wurde ich an die Story von König David aus der Bibel erinnert, und ihr könnt sie in 1. Samuel nachlesen, aber die Story hat mir nochmal gezeigt, Gott ist kein Gott, der irgendjemand übersieht. Gott ist kein Gott, der dich übersieht. Und wir Menschen ticken anders als Gott. Mensch sieht, was vor seinen Augen ist. Gott aber sieht in das Herz. Ich verstehe, wie frustrierend es sein kann, wenn man sich nach etwas sehnt, aber es noch nicht eintritt. Doch manchmal sind wir noch nicht bereit für das, was wir wollen. David wurde zum König gesalbt, aber was hat er danach gemacht? Er ist nicht sofort auf den Thron gestiegen, sondern er musste erst weiter Schafe hüten. Gott hat ihn geformt, bevor er ihn erhöht hat, bevor er ihm diese hohe Position gegeben hat. Vielleicht bist du jetzt gerade in einer Phase, in der Gott dein Herz vorbereitet. Hätten mein Mann und ich uns zum Beispiel ein Jahr vorher kennengelernt, dann wären wir jetzt nicht verheiratet. Die Beziehung hätte nicht gehalten. Gott hat uns genau zum richtigen Zeitpunkt zueinander geführt. Und hätte man mich damals gefragt, dann hätte ich damals bestimmt auch schon gesagt, dass ich ready für eine Beziehung wäre. Aber in Hindsight war ich das auf jeden Fall nicht. Denkst du manchmal, dass du es besser weißt als Gott? Dass du genau weißt, wann und wie etwas passieren sollte? Ich habe gelernt, Gott hält nichts Gutes vor uns zurück. Wenn er etwas zurückhält, dann weil er noch etwas an uns tun möchte. Gott möchte aber ein Leben in Fülle für uns. Beziehung ist nur ein Beispiel, aber es geht um alles, wo wir denken, wir sollten es jetzt sofort haben. Wir leben in einer Zeit, wo wir verlernt haben zu warten und alles sofort haben wollen. Aber Gott ist kein Verkaufsautomat. Er arbeitet nach seinem Timing, und wir müssen wieder lernen, geduldig zu sein. Wir müssen wieder lernen, zu warten, wenn wir warten sollten. Und ich stand heute wieder an der Kasse und musste mich zwischen 2 Kassen entscheiden, habe mich zuerst für die eine entschieden, war aber dann zu ungeduldig und dachte: „Nein, bei der anderen geht's schneller." Dann habe ich mich in die andere Schlange gestellt und habe da gewartet und wollte dann wieder zur ersten Schlange wechseln, weil ich da bei der zweiten Schlange wieder das Gefühl hatte, dass ich zu lange warte. Einfach nur, weil ich zu ungeduldig war, einfach nur, weil ich den schnellsten Weg wählen wollte, obwohl ich nicht mal Stress hatte. Es war irgendwie in mir, dass ich direkt den schnellsten Weg für mich haben wollte. Wir werden so getrimmt, dass wir immer an den nächsten Schritt denken. Nach dem Abi kommt das Studium, nach dem Studium kommt der Job, nach der Hochzeit kommen die Kinder. Und hat man das erste Kind, heißt es, wann kommt das nächste Kind? Versteht mich nicht falsch, ich bin selbst ein Mensch, der Ziele und Visionen liebt, und, und bin auch der Meinung, dass es wichtig ist, dass wir uns Ziele setzen sollen. Gleichzeitig sollten wir nicht vergessen, die aktuelle Season zu verpassen. Deshalb genieße die Zeit, in der du dich jetzt befindest. Also es ist schön, Ziele zu haben. Es ist schön, auch große Ziele zu haben, aber vergiss nicht, die Gegenwart zu genießen. Vor ein paar Monaten oder Jahren hast du dir gewünscht, genau da zu sein, wo du jetzt bist. Schreib mal auf, was du jetzt hast, wofür du vor Jahren vielleicht gebetet hast. Dann müssen wir aufhören, uns zu vergleichen. Die Punkte übrigens, die ich sage, die spreche ich nicht zu euch, sondern auch zu mir. Insbesondere durch Social Media ist es so einfach, sich mit anderen zu vergleichen.
Bei Friends auf Social Media sehen wir meistens nur das Endergebnis. Wir sehen nicht die Journey oder wir sehen nicht die harte Arbeit, die dahinter steckt. Wir sehen nicht, wie viele Jahre die Person gewartet hat oder gekämpft hat oder gebetet hat. Wir sehen nur, was die Person sich entscheidet zu posten. Ich selbst bin manchmal herausgefordert mit dem, was ich poste, weil ich zum einen authentisch sein möchte, denn es läuft nicht immer alles easy und gleichzeitig möchte ich natürlich nicht alles exposen oder filme ich beispielsweise nicht in einem Streit mit meinem Mann. Was ich damit sagen will, ist, dass wir das, was andere auf Social Media posten, nicht als Standard sehen sollten. Denn die meisten von uns posten auf Social Media nur die Highlights. Außerdem geht jeder seinen eigenen Weg. Es gibt niemand, der so ist wie du. Niemand mit deinem Fingerabdruck, mit deinen Stärken, mit deiner Persönlichkeit. Und nur weil jemand anderes etwas erreicht hat, heißt es nicht, dass du das Gleiche haben musst oder dass Gott dich vergessen hat. Gönn anderen ihren Erfolg und vertraue darauf, dass dein Weg einzigartig ist, dass du deine eigenen Blessings bekommst. Und die Blessings, die dir gehören, die kann dir sowieso niemand anderes weggeben, weil sie speziell deine Blessings sind. Also müssen wir aufhören, uns mit anderen zu vergleichen. Deshalb, was macht dich aus? Was sind deine Stärken? Schreib es gerne in die Kommentare. Der dritte Reminder ist, Gott kennt dein Herz und er kennt deine Wünsche. Er möchte dich segnen und er liebt es, dich zu segnen und dich zu erfreuen. Aber manchmal müssen wir auch erst durch Täler gehen, bevor wir Ernte bekommen. Also lasst uns unsere Anliegen bei Gott abgeben und lasst uns bei Gott nach einer Lösung suchen, statt andere Wege zu finden, nur um ganz schnell das zu bekommen, was man sich wünscht. Und Gott hat mich noch nie hängen lassen, also warum sollte er jetzt damit anfangen? Hier mal ein kurzer Einschub. Ich nehme dieses Video übrigens so auf, weil ich keine Zeit gefunden habe, mich hinzusetzen und das Video in Ruhe abzufilmen. Und deshalb habe ich euch mit in meinen Alltag genommen. Hier hat mein Mann mir übrigens ein neues Lied gezeigt, das am Freitag released wird. Es ist nicht so ganz sein Style, aber der Producer wollte es haben. It's giving 2010 New Boy Style Vibes. Es ist aber trotzdem cool geworden, deshalb hört es euch auf jeden Fall am Freitag an. Wenn du dich jetzt gerade in einer Wartezeit befindest, dann habe ich 3 Tipps für dich. Erstens, umgebe dich mit Personen, die dich inspirieren und auch mit Menschen, wo du hin möchtest. Ich glaube, ich habe auch in meinem letzten Video darüber gesprochen. Es ist immer gut, Menschen um sich zu haben, die einen inspirieren. Und sei bereit zu lernen. Sei bereit zuzuhören, zu beobachten und zu wachsen. Zweitens, prüfe dein Herz. Warum willst du das, was du willst? Und wenn du es bekommst, kannst du es dann überhaupt wirklich handeln? Manchmal schützt Gott uns auch, indem er uns etwas nicht sofort gibt. Drittens, sei wie David, sei im Kleinen treu. Da, wo du jetzt bist, ist vielleicht genau richtig für dich. Nutze diese Zeit, um dich formen zu lassen und dein Herz darauf vorzubereiten. Schau dich um und schau, ob du treu bist mit den Dingen, die du jetzt gerade hast. Als Beispiel, du bittest Gott um eine größere Wohnung oder möchtest heiraten und mit deinem Partner zusammenziehen. Wie sieht dein Zimmer jetzt gerade aus? Wie gehst du mit den 4 Wänden um, die du aktuell hast? Wenn du mit dem Kleinen schon nicht gut umgehst, warum willst du dann was Größeres haben? Oder warum sollte man dir überhaupt was Größeres anvertrauen? König David war zum Beispiel auch noch nicht bereit für den Thron, aber er war bereit, Gott zu dienen, egal wo er war. Sei auch du treu mit dem, was Gott dir jetzt schon gegeben hat. Das war's auch schon mit dem heutigen Video. Ich hoffe, ich konnte dich ermutigen. Ich hoffe, wie gesagt, dass du mitnimmst, dass Gott souverän ist, dass Gott deine Wünsche und dein Herz kennt und dass sein Timing perfekt ist. Sehe die Zeit, in der du bist, nicht als Stillstand, sondern als eine Vorbereitungszeit. Schreibt gerne in die Kommentare, welcher Punkt euch vielleicht am meisten angesprochen hat. Vergesst nicht, ein Like dazulassen und meinen Kanal zu abonnieren, wenn du mehr solcher Videos sehen willst. Und lasst mich gerne wissen, ob diese Art von Video in Ordnung war. Und eine fette Umarmung geht an alle raus, die sich das Video bis zum Ende angeguckt haben und die gnädig mit mir sind bezüglich Bildqualität, bezüglich Audioqualität und alles drumherum. Ich möchte erstmal konstant posten, bevor ich in Equipment investiere.
Und wenn du weiter dran bleibst, obwohl hier alles noch nicht so schön ästhetisch ist und super klingt, dann bedeutet es mir ganz, ganz viel. Und ich weiß es sehr zu schätzen. Ganz liebe Grüße, Bisous und bye.